Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie sehen, geht es heute um Schirme. Außerdem interessieren wir uns für die Frage, was unternimmt ein Betrieb, wenn sein Geld in die Luft geblasen wird? Zum anderen lernen wir Frauen kennen, die vor ganz persönlichen Entscheidungen stehen. Die Jahreszeit ist gerade dazu angetan, um einmal über Schirme zu sprechen. Ich selbst muss bekennen, dass ich mitunter Schwierigkeiten habe, um wohl beschirmt zu sein. Doch die nun folgende Meinungsumfrage tröstet mich. Regenschirme gibt es in Ihrer Familie? Oh Gott, meistens keinen, weil wir den irgendwo liegen lassen. Und dann kaufen wir wieder einen neuen. Sie haben viel Geld? Nein, das nicht. Danke. Na, bestimmt 6 Stück. Und warum so viel? Naja, weil jeder braucht einen für Ersatz, wenn einer kaputt ist, wa? 3. Sagen Sie bitte, wie viele Regenschirme besitzen Sie? Ich 2. 6. Und warum so viel? Wenn der eine mal kaputt ist, muss der andere wieder da sein. Wenn es regnet. Untersuchungen haben ergeben, dass sich in der Regel in jeder Familie 4 Schirme oder auch mehr befinden. In der DDR gibt es nur einen Hersteller, die Schirmfabrik in Karl-Marx-Stadt. Täglich werden hier 7500 Regenschirme produziert. Täglich landen aber auch viele defekte Schirme in den Werkstätten. Jährlich sind es immerhin über 1 Million. Die Anforderungen an die Dienstleistungsbetriebe steigen immer mehr. Doch die Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt liefert weiterhin Erzeugnisse, deren Reparatur viel zu aufwendig ist. Hier der Beweis. Bei 80% der Instandsetzungsarbeiten geht es um diese dünnen Metallstreben. Sind sie verbogen, laufen sie nicht mehr gleichmäßig und müssen ausgetauscht werden. Zuerst wird der Befestigungskranz zerschnitten. Nun müssen alle Streben bis zur beschädigten entfernt werden. Dann beginnt das gleiche Spielchen noch einmal. Nur wird rückläufig eingefädelt. All das nimmt summa summarum bis zu 20 Minuten in Anspruch. Dieser Zeitfaktor ist unökonomisch. Er bringt hohe Kosten für die Dienstleistungsbetriebe, lange Wartezeiten für die Kunden. Zurzeit betragen sie in Berlin bis zu 3 Wochen, in Karl-Marx-Stadt über 4 Wochen und in Neubrandenburg sogar mehr als 6 Wochen. Auch in den übrigen Bezirken sieht es nicht anders aus. Diese Situation ließ Jens Schröder und 3 weitere Kollegen vom Dienstleistungskombinat Berlin keine Ruhe. Ihnen ging es um Möglichkeiten für eine verringerte Reparaturzeit. Und so sieht das Ergebnis aus. Ein Schirm mit völlig neu gestalteten Metallstreben. Bei dieser Reparaturart wird der Schirm nicht auseinandergenommen, es wird lediglich der Tob abgeschraubt. Der Bindedraht wird auch nicht zerschnitten. Jede Strebe kann einzeln aus dem Schirm entfernt werden. Und zwar wird das folgendermaßen gemacht. Die Strebe wird ausgehängt. Die Hakenstrebe wird entfernt. Und die Strebe wird ausgehängt. Dann wird die neue Strebe analog eingehängt. Die Hakenstrebe wird eingehängt. Und die Reparatur ist beendet. Die Reparaturzeit bei dieser Reparaturmethode senkt sich um 90% pro Schirm. Für eine Strebe werden maximal noch 1 Minute gebraucht. Diese Reparaturmethode ist besonders günstig anwendbar in Spezialannahmestellen. Man könnte dort Streben sofort austauschen. Und vor allen Dingen kann
diese Strebe, diese geschlitzte Strebe, in jeden anderen Schirmtyp älterer Bauart eingebaut werden. Vorteile für alle Beteiligten. Die Reparaturen brauchten nicht mehr, wie eh und je, so primitiv ausgeführt zu werden. Und die Wartezeiten könnten auch bei Schirmen durchaus einen normalen Stand erreichen. Kollege Schröder, wann wird diese neue Reparaturtechnologie zur Anwendung kommen? Das steht in den Sternen, denn der Hersteller, die Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt, ist nicht bereit, trotz langen Schriftwechsels, diese Streben herzustellen. Mit welcher Begründung kommt diese Ablehnung? Die Schirmfabrik geht davon aus, dass in ihrem Betrieb kein Nutzen entsteht, sondern lediglich im Dienstleistungsbereich. Das wäre kurzsichtig gedacht. Schließlich geht es hier um beachtliche Vorteile. Wo sie auftreten, ist doch wohl zweitrangig. Wir fuhren nach Karl-Marx-Stadt und sprachen mit dem amtierenden Betriebsdirektor der Schirmfabrik, dem Genossen Martin Sieber. Wir haben diesen Neuervorschlag ganz gewissenhaft im Kreise unserer Fachkollegen geprüft und sind zu der Überzeugung gekommen, dass der Vorschlag abzulehnen ist unter folgenden Gesichtspunkten. Erstens einmal würden wir wesentlich mehr Arbeitszeit aufwenden, um den Neuervorschlag zu realisieren. Zweitens mal würden wir Investitionsmittel benötigen, um Maschinen anschaffen zu müssen, die diese vorgeschlagene Lösung realisieren helfen. Und drittens, und das ist die Hauptsache, wir befürchten eine Qualitätsverschlechterung. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Schicht pro Maschine 30.000 Stück Einzelstreben herstellen, mit dieser hohen Genauigkeit von 1/10 Millimeter, ist zu befürchten, dass die Qualität verschlechtert würde und damit der Dienstleistungssektor noch mehr Arbeit bekäme und die Wartezeiten sich auf keinen Fall verkürzen ließen. Doch gibt es auch noch eine andere Einschätzung. Von einer kompetenten Stelle, dem Institut für Kommunalwirtschaft des Ministeriums für bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie. Die Wissenschaftler aus Dresden haben den Neuervorschlag aus Berlin für gut befunden. Die Effektivität könnte entscheidend erhöht werden. Ein jährlicher volkswirtschaftlicher Nutzen von 2,5 Millionen Mark wurde errechnet. Also eindeutige Vorteile für die Dienstleistungsbetriebe. Sollte hier keine Annäherung möglich sein, im Interesse der Kunden? Deshalb fragten wir den Generaldirektor des Kombinates Solidor. Genosse Scherf, in den Dienstleistungsbetrieben wird die mangelnde Servicefreundlichkeit der Schirme aus Karl-Marx-Stadt kritisiert. Stimmen Sie dem zu? Dieser Tatsache muss ich zustimmen. Nun gibt es doch diesen Neuervorschlag aus Berlin, der auf dem Gebiet der Servicefreundlichkeit erhebliche Vorteile bringen würde. Er wurde abgelehnt vom Betriebsdirektor in Karl-Marx-Stadt mit der Begründung, eine Genauigkeit von 1/10 Millimeter wäre nicht möglich. Na, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mit dieser Aussage absolut nicht einverstanden bin und sie auch zurückweise. Wissen Sie, bei unseren Erzeugnissen kommt es darauf an, dass wir aufs Tausendstel und Hundertstel genau arbeiten müssen. Warum hat der Betriebsdirektor es sich dann so leicht gemacht? Er hat diesen Neuervorschlag zu leicht genommen, da nach meiner Auffassung nicht ausreichend geprüft wurde, welche Ansatzpunkte sich aus diesem Neuervorschlag für uns in der Produktion ergeben. Wir haben diesen Neuervorschlag noch einmal grundsätzlich überprüft. Ich habe auch mit dem Kombinatsdirektor des Dienstleistungskombinates Berlin eine gemeinsame Abstimmung durchgeführt. Und uns ist klar, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, attraktivere Dienstleistungen in unserer Republik durchzuführen, vor allen Dingen auch im Erzeugnissortiment Schirme. Deshalb haben wir festgelegt, dass wir eine gemeinsame Arbeitsgruppe bilden. Eine Arbeitsgruppe aus Schirmmachern, Schirmkonstrukteuren mit der Einbeziehung der beiden Kombinate, um diesen Sachverhalt noch einmal eindeutig zu prüfen und klar festzulegen, wie wir diese Ideen für die Verbesserung der Serviceleistung des Schirmes mit einbeziehen. Die Schirmherrschaft in dieser Angelegenheit scheint nun endlich geklärt zu sein. Bleibt zu hoffen, dass allen Beteiligten dabei nicht die Puste ausgeht. Uns geht sie nicht aus, denn unser nächstes Thema heißt teure Luft oder genauer gesagt Druckluft. Sollte Ihnen der Begriff nicht so geläufig sein, mein Kollege Hannes Zahn musste sich auch erst an das Thema herantasten.
Meine Erfahrungen mit der Druckluft beschränken sich bisher auf die Tankstelle. Hier gibt es die Luft umsonst. Und so habe ich angenommen, Druckluft ist eine billige Angelegenheit, eine Bagatelle. Doch es sollte sich herausstellen, dass das ein Irrtum war. Tag und Nacht verwandeln Tausende solcher Verdichterstationen Elektroenergie in Druckluft. Druckluft in großen Mengen verbrauchen die metallverarbeitende und die Baumaterialienindustrie, Brauereien und Chemiewerke, aber auch viele, viele andere Industriezweige. 7 Milliarden Kilowattstunden Elektroenergie, 7 Milliarden, werden jährlich für die Drucklufterzeugung aufgewendet. Damit können, um es anschaulicher zu sagen, mehr als die Hälfte aller Haushalte der DDR mit Strom versorgt werden. Druckluft bewegt den 13 Tonnen schweren Schmiedehammer. Doch er ist nur einer der großen Druckluftverbraucher im VEW Bodenbearbeitungsgeräte Karl Marx Leipzig. Druckluft dreht die dicken Walzen. Druckluft steuert die Transportbänder der Öfen. Einen beträchtlichen Teil seiner Elektroenergie muss der Betrieb für die Drucklufterzeugung aufwenden. Die Frage ist nun, wie effektiv geschieht das? Klar ist, Druckluft lässt sich ökonomisch vertretbar weder verlustfrei erzeugen, noch durch Rohrnetze leiten. Doch wie hoch sind die Verluste? International gelten Verluste zwischen 5 und 10% als Bestwerte. Der Betrieb hat nun gemeinsam mit der Zentralstelle für rationelle Energieanwendung seine Druckluftwirtschaft in einer Studie untersucht. Ich fragte den Hauptenergetiker Eberhard Jacobi: Was hat Ihnen denn die Studie offenbart? Die Studie hat uns gezeigt, dass wir Druckluftverluste in einer Größenordnung von 24% im Betrieb zu verzeichnen haben. Hat Sie das überrascht? Die Größenordnung schon, wobei uns bekannt war, dass wir Verluste haben. Aber dass wir so weit über diesen energieökonomisch vertretbaren Prozentsatz von 10% liegen, war uns nicht bekannt. Die Überraschung war das eine. Das andere, im Betrieb wurden die Verlustquellen offensichtlich. Es ist jetzt bekannt, wo man wie viel sparen kann. Die Hauptursache: undichte Rohrnetze. Das wurde übrigens auch in anderen Betrieben festgestellt. Selbstverständlich ist es für den Leipziger Betrieb keine Kleinigkeit, sein 18 Kilometer langes, unter- und überirdisch verlegtes, weit verzweigtes Leitungsnetz permanent auf Leckstellen zu kontrollieren und zu warten. Aber unmöglich ist es selbstverständlich auch nicht, wie die internationalen Bestwerte beweisen. Werden sie erreicht, können die Leipziger jährlich mit einer 3/4 Kilowattstunden Elektroenergie weniger auskommen. Was wurde bisher getan, um dahin zu gelangen? Neben den Sofortmaßnahmen haben wir uns das Ziel gestellt, auf jeden Fall die 10% Verlustgrößen anzustreben und sogar diese noch zu unterbieten. Wobei wir die Zielstellung haben, mittels unseres Personalcomputers den spezifischen Energieverbrauch für die Drucklufterzeugung täglich zu ermitteln, die Druckluftverluste darzustellen, um also bei Abweichungen Sofortmaßnahmen zu ihrer Beseitigung einleiten zu können. Nicht nur in diesem Werk, sondern noch in einer Reihe weiterer haben Fachleute die Druckluftwirtschaft analysiert. Ich fragte den stellvertretenden Direktor der Zentralstelle für rationelle Energieanwendung. Genosse Schwenker, Sie sind Energieexperte. Hat es denn Betriebe gegeben, die diese Werte von 5 bis 10% erreichten? Die hat es nach unseren Untersuchungen bei uns noch nicht gegeben, sondern alle Untersuchungsergebnisse weisen Druckluftverluste aus, die weit über 10% liegen. Auch für die Kunstleder- und Folienherstellung ist Druckluft unersetzlich. Das ist der VEB Covaplast Coswig. Er ist einer der Großen im Industriezweig. Weltweit wird auch in dieser Branche alles Erdenkliche getan, um den Elektroenergieverbrauch zu minimieren. Logischerweise ist es auch hierzulande erforderlich, alle Reserven aufzudecken. Auch die Coswiger nahmen kürzlich ihre Druckluftverluste unter die Lupe. Genosse Dr. Foyer, Sie haben in Ihrem Betrieb die Druckluftwirtschaft überprüfen lassen
und festgestellt wurde 65% Druckluftverluste. Was haben Sie denn als Werkdirektor veranlasst? Ja, wir haben mit einiger Überraschung natürlich dieses schlechte Ergebnis zur Kenntnis nehmen müssen und wir haben im Interesse einer ordentlichen energiewirtschaftlichen Arbeit eine Reihe betrieblicher Maßnahmen durchgesetzt, die uns heute die Druckluftverluste bei etwa 35% liegen lassen. Die Maßnahmen sind im Moment noch nicht alle abgearbeitet, es wird also weiter daran gearbeitet und wir werden im Laufe des nächsten Jahres bei etwa 10% und vielleicht sogar noch etwas darunter liegen. Anzumerken bleibt, bisher haben noch nicht viele Betriebe ihrer Druckluftwirtschaft die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Liegt es daran, dass mancherorts dafür die Spezialisten fehlen? Müssen deshalb die Untersuchungen unterbleiben? Dazu nochmals unser Energieexperte. Die Möglichkeiten, solche Arbeiten auszuführen, haben die Betriebe selbst. Wir haben, um ihnen dabei Unterstützung zu geben, eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Rationelle Druckluftwirtschaft. Diese Broschüre kann bei uns erworben werden auf Bestellung. Sie versetzt die Betriebe in die Lage, die notwendigen analytischen Arbeiten an den Druckluftnetzen mit eigenen Kräften durchzuführen und damit den Druckluftverlusten zu Leibe zu rücken und sie auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Von meiner Seite aus noch ein Kundendienst. Wer von den interessierten Betrieben sofort ans Werk gehen will und sich die wirklich gute fachliche Anleitung beschaffen möchte, wende sich bitte an die Zentralstelle für rationelle Energieanwendung in Leipzig. Meine Damen und Herren, zu unserem dritten Beitrag. Wenn Sie vor die Tatsache gestellt würden, eine andere Arbeit zu übernehmen, so fiele es manchen von Ihnen bestimmt nicht leicht, sofort Ja zu sagen. Ein liebgewordenes Kollektiv muss verlassen werden. Meistens ist es verbunden mit Dazulernen und nicht selten ändert sich sogar der gesamte Lebensrhythmus. Ganz persönliche Entscheidungen werden abverlangt. Es geht um so ein kleines Ding. Eine Spule, auch Übertrager genannt. Ein Kern mit Kupferdraht umwickelt. Nichts Besonderes, keine neue Erfindung. Ein simples Ding, das es schon so lange gibt, wie elektrotechnische Erzeugnisse hergestellt werden. Dennoch hat es in diesem Betrieb zu Kopfzerbrechen geführt. Zu Veränderungen und Umstellungen und zu ganz persönlicher Entscheidung des Einzelnen. Wir wurden im November vorigen Jahres kurzfristig vor die Tatsache gestellt, dass wir 30.000 Übertrager mehr fertigen mussten und mussten deshalb Überlegungen anstellen, mit welchen Möglichkeiten, Mitteln und Methoden wir diese Aufgabenstellung realisieren konnten. Überall, wo sich etwas dreht, wie zum Beispiel bei diesem Roboter, der hier Spulen verzimmt und prüft, oder wo elektrische Ströme umzuwandeln, das heißt zu transformieren sind, wie beim Personalcomputer, werden Spulen gebraucht. Dieser PC 1715, wie er schlicht genannt wird, ist Anlass für das eingangs zitierte Kopfzerbrechen im Halberstädter Robotronbetrieb. Richtiger, die Verpflichtung der Sömmerdaer Büromaschinenwerker, 10.000 Personalcomputer mehr in diesem Jahr zu produzieren. Nicht nur in Sömmerda gilt es nun, den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen, sondern auch in diesem Zweigbetrieb. Zu unserer Verwunderung tritt man aber hier zum Wettlauf mit Handarbeit an. In diesem Falle war unsere Kamera schneller, als der Mensch arbeiten kann. Dennoch, wenn man das hier beobachtet, fragt man sich, wie Sie die 30.000 Spulenübertrager mehr schaffen wollen. Überall, wo Aufgaben von größerer Dimension stehen, denkt man über Rationalisierung nach. Warum nicht hier? Wir haben natürlich auch in diesem Prozess über Rationalisierung nachgedacht. Wir haben die vor- und nachgelagerten Prozesse rationalisiert, indem wir Automaten und Roboter einsetzen, um stupide und monotone, vor allen Dingen aber körperlich schwere Arbeit abzubauen.
Das Problem, was zurzeit besteht, ist, dass wir die Intelligenz des Menschen brauchen, um die Spulen zu wickeln. Weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt hochproduktive Technik, die diesen Arbeitsschritt rationalisieren könnte, nicht zur Verfügung steht, beziehungsweise eine ökonomische Verwertung nicht möglich ist, da die zum gegenwärtigen Zeitpunkt gefertigten Stückzahlen das nicht zulassen. Das befriedigt uns nicht, weil es ja letztlich darum geht, unsere Menschen auch von solchen Arbeiten zu entbinden. Darum denken wir am Kombinat zum gegenwärtigen Zeitpunkt darüber nach, bestimmte Typenreihen, Standardlösungen zu schaffen, die den Einsatz solcher hocheffektiver Rationalisierungstechnik zulassen. Dennoch, jetzt müssen Sie 30.000 Übertrager mehr fertigen. Sie haben aber weder mehr Räume, noch mehr Maschinen, noch mehr Menschen zur Verfügung. Wie lösen Sie das Problem? Wir haben durch andere Rationalisierungsmaßnahmen, die auch im Bereich der Spulen lagen, zum großen Teil Arbeitskräfte freigesetzt und haben diese Arbeitskräfte für die Übertragerfertigung gewonnen. Natürlich haben wir nicht mehr Maschinen halten und deshalb war es notwendig, dass wir mit unseren Menschen reden, sie davon überzeugen, dass Dreischichtarbeit notwendig ist, um die Maschinen rund um die Uhr auszulasten. Das ist uns bisher zum Teil gelungen. Natürlich müssen wir an diesem Prozess weiterarbeiten. Nur Dreischichtarbeit ist in einem Betrieb, wo die Belegschaft zu 63% aus Frauen besteht, nicht so einfach. Denn es gibt da Probleme, die mit 3 Schichten einfach nicht vereinbar sind. Ich bin alleinstehend mit 2 Kindern. Meine Kinder sind 7 und 11 Jahre. Und unser Betrieb ermöglicht es mir, in Normalschicht zu arbeiten, damit meine Kinder auch versorgt sind. Kein Einzelfall, wie wir feststellten. Für die Dreischichtarbeit können also nur die Kolleginnen gewonnen werden, die nicht solche persönlichen Probleme haben und die bereit sind, eine neue, ungewohnte Tätigkeit zu übernehmen. Und dann noch ausgerechnet in der Spule, wie das im Betrieb kurz und bündig heißt, mit einem gewissen Unterton freilich. Wir kamen nicht dahinter, ob das abschätzig oder ironisch gemeint ist. Wir fragten deshalb Direktor Pötschke. Spulenwickeln ist, wie es scheint, eine Arbeit, über die man so ein bisschen die Nase rümpft. Warum hat die Spule einen gewissen schlechten Ruf? Nun, ich würde aus meiner Sicht sagen, dass die Spule einen schlechten Ruf hat, liegt vielleicht traditionsmäßig begründet, weil es eine relativ frische neue Arbeit in unserem Betrieb ist. Und aus meiner Sicht glaube ich, dass es im Gegensatz zu den anderen Arbeiten, die hier im Betrieb durchgeführt werden, mehr die Maschine den Rhythmus bestimmt als der Mensch, zum einen. Zum anderen glaube ich aber, dass das mehr eine Scheu ist, die allgemein vor dem Wechsel einer Tätigkeit steht. Das heißt, eine Arbeit, die ich eben loswerde, die ich liebgewonnen habe, an die ich mich gewöhnt habe, wo ich meine Norm erfülle, muss ich mit einer tauschen, die ich nicht kenne, die mir unbekannt ist, wo ich mich an die Norm heranarbeiten muss. Und ich glaube auch ein wichtiger Aspekt ist, dass bestimmte Arbeitskollektive sich gefunden haben, die Brigadetätigkeit gut läuft und ungern die Brigade gewechselt wird, weil sich an eine neue Brigade gewöhnt werden muss. Und ein Arbeitskollektiv, was man kennt, wo sich jeden kennt, ist wesentlich sicherlich besser als eins, wo man erstmal neu wieder reinkommt. Dennoch mussten Sie also gegen das Vorurteil Spule ankämpfen, mit Erfolg? Mit Erfolg, ja. Letztlich muss ich sagen, siegt die Einsicht in die Notwendigkeit vor allen anderen Aspekten, die da sicherlich eine Rolle spielen. Frau Becker, bisher in der Netzteilmontage tätig, hat sich entschieden. Für die Spule und für die Dreischichtarbeit. Etwa 6 Wochen ist sie jetzt hier. Ja, also da haben sie uns gesagt, als wir nun hier rüber mussten, was denn so ein Spulen willst du? So was Eintöniges. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, lass doch mal erst mal rankommen, nicht auf andere hören. Musste erst mal selbst ausprobieren. Und als ich dann hier rüberkam, also ich muss Ihnen sagen, hat mir von Anfang an gefallen. Es war fantastisch. Es ist genauso, wenn ich drüben den ganzen Tag montiert habe, ob ich dann nun immer zu Schrauben reindrehe oder ich drehe immer zu Spulen. Also die Arbeit muss auch gemacht werden und macht genauso einen Spaß. Viel hält Kollegin Rosenberg von ihrem Kollektiv, ihrem Jugendkollektiv. Sie würde zum Beispiel den umgekehrten Weg, also heraus aus der Spule in ein anderes Kollektiv, höchst ungern tun. Zur Dreischichtarbeit konnte sie sich jedoch nicht entschließen, obwohl sie nicht verheiratet ist und keine Kinder hat. Ich könnte mir etwas vorstellen, später in der eigenen Familie, dass das eben viele Probleme mit sich bringt. Jetzt wegen der Freizeit und dem Tagesablauf jetzt. Birgit Neumann hat andere Gründe. 2 Schichten gefallen mir auch ganz gut. In der Jugendbrigade möchte ich auch gern bleiben, denn wir sind ein gutes Kollektiv und so werden wir auseinandergerissen, wenn wir 3 Schichten machen und das ist auch nicht gerade besonders nett. Also das gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was macht nun ein Werkdirektor, an den unausweichliche Forderungen gestellt sind
Und er weiß, dass von seiner Zulieferung wesentlich mit abhängt, dass die Sömmerda die 10.000 Personalcomputer mehr produzieren können. Denn noch immer gibt es Lücken in der dritten Schicht. Die derzeitigen Ergebnisse zeigen, dass wir die uns gestellten Aufgaben in diesem Jahr erfüllen werden. Also die 30.000 Spulenübertrager werden kommen? Zusätzlich werden kommen. Und die Aufgabe, die besteht jetzt darin, dass wir mit den Werktätigen, die bisher noch nicht über die Einsicht oder die Bereitschaft verfügt haben, in eine 3-Schicht zu gehen, dass wir weiter mit denen reden, das für sie von der Notwendigkeit überzeugen und letztlich doch bei ihnen auch vielleicht nach anderen Wegen suchen, ihnen das 3-Schichtsystem zu ermöglichen. Das ist unsere Aufgabe, die vor uns steht. Sicherlich ein etwas schwieriger Weg, aber der muss begangen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir außer den bis jetzt gewonnenen Arbeitskräften noch weitere noch in diesem und dem nächsten Jahr ins 3-Schichtsystem bekommen. Denn der Halberstädter Betrieb muss nicht nur seine Aufgabe als Zulieferer erfüllen, sondern auch seine eigenen Endprodukte mit Bauteilen versorgen. Was im Speisesaal in einer kleinen Ausstellung noch als Perspektive angekündigt wird, ist in einer Abteilung des Betriebes schon Realität. Die Produktion von Thermodruckern. Im kommenden Jahr, das steht fest, wird diese Produktion immer größere Dimensionen annehmen. Wieder werden Abteilungen umgebaut und umgerüstet und wieder werden Menschen vor der Entscheidung stehen, eine andere Arbeit übernehmen zu müssen. Übrigens, auch für diesen neuen Thermodrucker braucht man Spulen, Spulen, Spulen. Allein in den letzten 2 Jahren übernahmen im Robotronbetrieb Halberstadt die Hälfte der Kollegen, die unmittelbar in der Produktion arbeiten, neue Aufgaben. Es ist also vorauszusehen, dass durch die sich ständig verändernden Anforderungen für immer mehr von uns der Wechsel des Arbeitsplatzes zum normalen Berufsleben gehören wird. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauer, wir bringen jetzt den zweiten Teil des bulgarischen Kriminalfilms Fälscher.
Auf authentischen Ereignissen beruht diese Fahndung nach unbekannten Dollarfälschern, die die Kriminalpolizei auf die Spuren eines Filmteams an der bulgarischen Schwarzmeerküste führt. Der Kreis der Verdächtigen ist erwiesenermaßen groß. Ein Vorfall während der Dreharbeiten aber bringt die entscheidende Wende. Sehen Sie Fälscher Teil 2.